Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir machen heute auf EU18 ein bisschen Rabatz, würde ich sagen. Wir haben es ja jetzt auch Epic Event. Da werden wir uns definitiv morgen dann neu equippen. Bevor wir das machen, werden wir erstmal schauen, dass wir mit dem, was wir jetzt bisher haben, erstmal so weit kommen, wie es geht in den Dungeons, um ein möglichst hohes Level zu erreichen für ja, die möglichst besten Epics, die wir dann auch finden können auf der jeweiligen Stufe. Vorher schauen wir mal kurz, was hier so geht auf Platz 1. Ja, wir haben hier den Chechman mit Stufe 54. Der Server ist richtig krass am Abgehen hier. Ja, also erstaunlich, wie hoch die Leute schon sind. Ja, gut, Spaß beiseite. Lenny ist auf Platz 1 hier fast mit Stufe 300 jetzt mittlerweile. Ja, also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ein paar Leute haben es geschafft, sich hier ein bisschen mehr abzusetzen. Wir haben sehr, sehr viele ja, Kundschafterklassen, also sehr viel mit Geschick, sehr viele Geschicklichkeitsklassen haben wir hier oben. Ja, zwischendurch mal so ein Nekromant auch mal, ne? So ein Bersi schleicht sich hier mal dazwischen. Auch mal ein Bade, auch mal sehr erfrischend zu sehen hier, ja. Aber ansonsten hat man hier wirklich doch schon viele Kundschafter, Assassinen so auf jeden Fall. Deswegen, das ist so ein bisschen der Trend gerade, wo es anscheinend wohl hingeht auf dem Server hier, ja. Wir haben hier jetzt mittlerweile, ja, 44.000 Spieler gemeldet. EU18 ist jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt wahrscheinlich der Hype-Server Number One, so, ne, aber dafür ist es, denke ich mal, ganz solide, würde ich mal sagen, ne. Ja, und bevor wir hier großartig weiter rumlabern hier, werden wir mal direkt reingehen in die Dungeons. Wir gucken mal zuerst in den Wirbelwind rein. Da haben wir noch ein bisschen, glaube ich, am Potenzial offen. Begleiter sind freigeschaltet mittlerweile auch, ja. Dann können wir gleich hier das Geschicksding hier einsetzen. Aber ansonsten, ja, gibt es nicht so viel zu berichten. Das Item haben wir hier durch einen Dungeon bekommen, aber mal gucken, ob wir da noch irgendwie ein besseres bekommen irgendwie. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, können wir jetzt erstmal noch ein paar Level gut machen. Und das werden wir mal gleich versuchen. Ja? Gehen wir sofort rein in den Wirbelwind und schauen mal, was hier noch so geht. Ja? Hexen-Event haben wir auf dem Server hier natürlich noch nicht, weil wir hier noch keine Items bei der Hexe freigeschaltet haben. Also das muss ich erst noch im Kessel. Im Kessel muss ich das noch so ein bisschen sammeln. Wir haben ja jetzt gerade 39,61, aber dafür die Waffe schon am Start. Und wir haben den Ring schon. Den Ring haben wir mittlerweile auch schon gefunden. Ja, können wir auch verzaubern, meinetwegen. Aber ansonsten, die Waffe ist schon mal sehr gut, dass wir die schon so früh jetzt bekommen können. Weil das gibt uns natürlich dann ein bisschen Crit-Schaden und das natürlich, ja, ganz gut auf jeden Fall. Ne? So, mal gucken. Kommen wir hier noch weiter im Wirbelwind oder war es das jetzt schon gewesen? Sagen wir nicht, das war schon. Das wäre ein bisschen ernüchternd. Aber ich glaube, so extrem, also so weit zum Anfang kommt man auch noch nicht hoch im Wirbelwind. Wir, ja, haben ja jetzt, seitdem wir den Wirbelwind freigeschaltet haben, uns jetzt auch noch nicht großartig verbessert. Ich denke mal so in die Richtung 50 und ein bisschen höher kommen wir wahrscheinlich dann erst, wenn wir uns das erste Mal dann equipped haben, also neu equipped haben. So, also das können wir halt hier alles schon mal verkaufen hier, weil, wie gesagt, ja, das wird ein bisschen dauern, bis wir hier mal irgendwann ein Hexen-Event haben. Ist eine gute Gold-Einkommensquelle. Ja, aber wir wollen nicht alles festskillen, oder? Oder doch, wir festskillen mal alles. Wir festskillen mal einfach alles. Ich gehe mal noch ein bisschen Ausdauer rein, das kostet ein bisschen weniger, weil ich habe hier noch die Alu und alles heute zu spielen. Also ich habe hier noch nichts gemacht heute. Ein bisschen Glück geben wir jetzt auch noch rein. Noch gar nichts gemacht hier. Und dann werde ich mir durch die Abenteuerlust, die ich am Ende des Tages hier machen werde, ich mir das Gold aufsparen, weil wir brauchen natürlich auch ein bisschen Gold für die Epics, die wir finden. Die sind nicht günstig, das muss man sich im Hinterkopf behalten. Und da muss man schon einen kleinen Vorrat dann schon auf der Tasche haben, damit man ja auch beim Epic Event dann gut abschneiden kann. Okay, hier kommen wir jetzt erstmal nicht mehr weiter. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Lichtwelt rein. Wie sieht es denn hier aus in der Lichtwelt? Wir haben hier kürzlich, letztens im Stream, haben wir hier ein paar Ebenen geschafft. Da sind wir, glaube ich, von 137 auf 141, also den jetzigen Stand anfangs des Videos, gepusht. Da hatten wir einen guten Run gehabt, das war relativ easy. Okay, nice. Den haben wir auch nochmal geschafft, 144. Den gucken wir uns nochmal an. Ja,
Den Lichtfight, den müssen wir uns nochmal hier reinziehen. Weil ich glaube, so wahrscheinlich war der jetzt auch nicht gewesen. Da wir jetzt noch nicht so eine einen krassen Glückswert haben. Gucken, wie es beim Magier aussieht. Ob wir den auch noch geschlagen kriegen. Mittlerweile glaube ich aber, dass wir wieder eine neue Waffe bräuchten. Also ich glaube, eine normale Waffe wäre jetzt schon wieder stärker als mein Epic, weil ich glaube, ich schon wieder ein paar Level gemacht habe. Oder ich ein paar Level gemacht habe. So, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht kriegen wir den hier noch down. Das wären auch vielleicht nochmal so roundabout 2 Level. Knapp. Oder wir holen uns direkt eine neue Waffe. Ich würde dann, glaube ich, erstmal vielleicht auf eine normale Waffe wechseln, bevor ich mir dann morgen dann eine Epic-Waffe hole. In der Hoffnung, den hier jetzt schon so besiegen zu können, dann mit der normalen Waffe. Aber der sieht so aus, als ob wir den vielleicht sogar schon so... Wir gucken mal kurz rein, was wir kriegen können, ja. Wir schauen mal, was so das Potenzial ist. Plus 67, okay, plus 85. Ja, das wäre schon nicht verkehrt. Das Ding ist, wir haben halt eine gute Spanne auf unserer jetzigen Waffe drauf. Ja, schwierig. Wenn wir so einen richtigen Brecher bekommen würden hier mit Intelligenz only und einer maximalen Spanne wäre ich, glaube ich, dabei. Aber da muss hier wirklich, da müssen wir richtig reinlacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt worth ist, nach einer normalen Waffe zu suchen, wenn wir morgen jetzt eine Epic-Waffe nehmen. Ja, das wäre sowas gewesen hier, ne? Intelligenz, okay, 643. Ich gucke mal ganz kurz wegen der Spanne, ja, was wir so finden können. 643 mal 1,5 ist gleich 964. Da sind wir fast am Maximum dran. Intelligenz. Wir stehen vor einem Intelligenzgegner. Es könnte ein schlauer Schachzug sein. Hier müssen wir mal den Stein rausnehmen, weil das ist mein Leggy-Stein. Den muss ich leider behalten. Ansonsten werde ich die Epics morgen dann meinen Begleiter geben, weil dann werde ich mir neue Steine holen. Mal gucken, ob sich das jetzt gelohnt hat. Ja, wir schauen mal in die Lichtwelt rein und gucken mal, wie die Tries jetzt aussehen hier. Boah, da bin ich mal gespannt. Also die sehen jetzt nicht bedeutend schlechter aus, sondern im Gegenteil, die sehen schon besser aus jetzt. Oh ja, das war eine gute Entscheidung. Okay, das war eine sehr gute Entscheidung. Denn dadurch können wir dann morgen wirklich nochmal nach einer schönen Epic-Waffe suchen. Und jetzt sind wir dann nochmal 2 Level höher. Mal gucken, wie der Krieger hier aussieht. Es könnte sein, dass wir jetzt im Wirbelwind wieder ein bisschen was legen können durch die Waffe jetzt alleine. Ja, wenn wir an dem vorbeikommen hier vielleicht, dann könnten wir vielleicht noch die eine oder andere Etage schaffen. Ob wir bis zur 50 kommen, weiß ich nicht. Aber der Move mit der Waffe war jetzt schon mal, smart. Wegen 2 Sachen halt einfach. Oder 3. Die Waffe war halt neuer gewesen. Das heißt, sie hatte mehr Durchschnittsschaden schon so an sich gehabt. Sie hatte eine höhere Spanne, was... Boah, hier ist aber auch noch was möglich. Was definitiv natürlich auch im Vorteil ist für die Dungeons. Und wir standen halt jetzt wirklich gerade einem Magier gegenüber. Und wir haben halt, das war eine Intelligenz-Only-Waffe. So, ne? Und das ist natürlich sehr gut gegen einen Intelligenzgegner, wenn wir dann halt mehr von unserem eigenen Hauptattribut dann auch haben. Und ja, das hat dann eben alles dazu beigespielt, dass wir den Gegner dann jetzt doch relativ easy besiegen konnten. Dann, ne? Ja, mal gucken, ob er hier noch geht. Wenn nicht, dann müssen wir halt eben warten bis morgen, ne, wenn wir uns komplett neu equippen. Wäre schon cool, wenn wir den noch mitnehmen würden. Wirbelwind lassen wir mal einfach jetzt außen vor. Da müssten wir noch ein paar mehr Ebenen besiegen, dass sich das lohnt irgendwie. Der hier würde jetzt nochmal 2 Level-Ups bringen. Das wäre nochmal ganz cool. Aber da müssen wir wirklich wieder so einen heftigen Try raushauen. Und ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, dass das jetzt noch was wird. Wir skillen nochmal alles in Glück rein. Ja, wir setzen uns mal ein Limit auf 1900 Pilze, ja, weil ich brauche natürlich für morgen auch noch ein paar Pilze. Die würde ich jetzt hier noch in den Dungeon investieren. Das wäre cool, wenn der bis dahin liegen würde. Wenn nicht, dann ist es so. Ja, und den Rest holen wir uns dann ansonsten morgen zum Epic-Event ab. Und dann werden wir uns dann neu equippen und dann sollte der hier definitiv auch wieder dann liegen. Auf jeden Fall. Ne?
Ja, aber so zwischendurch mal so einen kleinen Waffenswitch, das kann man durchaus mal machen, das ist nicht verkehrt, wenn die Epic-Waffe schon ein bisschen schlechter ist, und situationsabhängig muss man dann immer schauen, ob das sich für einen lohnt oder nicht. Ne? Jetzt, weil wir halt eben auch gerade vor einem Int-Gegner standen, war das jetzt ganz gut. So, letzter Try, wir schauen nochmal rein. Ja, wir müssen hier heftige Crits raushauen mit der Waffe, wir haben eine dicke Spanne, da müssen dicke Crits her. Ansonsten wird das hier nichts, ja, und da werden wir auch gnadenlos weggekrittet hier. Also der ist auch wirklich nicht so einfach, der Gegner, das muss man dazu sagen, ne? Ja, Handschuhe, weiß ich nicht. Also die lohnen sich schon, so ist nicht. Also plus 53 ist schon ordentlich, ne? Also das will ich gar nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir morgen halt nochmal bessere Handschuhe bekommen werden, als die wir jetzt hier gesehen haben. Und deswegen lasse ich die jetzt erstmal so weit außen vor. Ja, Schattenwelt gehen wir jetzt auch erstmal nicht rein, weil meine Begleiter noch nicht equipped sind. Das lohnt sich überhaupt nicht. Und dann ist das erstmal jetzt so das Ding. Ja, Wirbelwind will auch partout nicht liegen. Dann ist das erstmal so die Ausgangsstufe für morgen, und dann werden wir uns morgen in alter Frische wiedersehen und uns dann hier komplett neu equippen. Mal gucken, was wir dann hier so an Sachen zusammenbekommen. Neue Steine werden wir uns auch gönnen. Hier bis auf den Leggy-Stein werden wir die Steine komplett austauschen, und dann kriegt das hier einfach alles, dann kriegt das alles Marquardt hier, ne? Genau, aber das war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.